Von Platz 5 geht es rein in die Rückrunde heute gegen den abstiegsbedrohten Club aus Hannover, Hannover 96. Die kämpfen, wie gesagt, um den Klassenerhalt. Das, was wir eigentlich auch normalerweise hätten machen müssen. Aber ich glaube, das hat sich schon mit Beendigung der Hinrunde zerschlagen. Wir, wie gesagt, Fünfter. Ich glaube, knapp an die 28, 27 Punkte. Wir sind also oben mit dabei. Und wenn wirklich nichts schief läuft in dieser Rückrunde, dann halten wir auch diesen Trend. Also wir werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir werden hier eine solide Saison spielen, werden vielleicht 7., 8., je nachdem, wie die Rückrunde jetzt verläuft. Das wäre sehr, sehr schön. Und deswegen lasst uns doch heute hier gegen Hannover in eine hoffentlich sehr, sehr erfolgreiche Rückrunde reinstarten. Vorne natürlich wieder mit Glatzel, dem ich heute sein Premierentor gönnen würde. Aber natürlich auch jedem anderen. Aber Glatzel ganz besonders. Und dann, ja, ist ja noch was ganz, ganz Kurioses passiert. Im letzten Part, Uedraogo ist direkt mal wieder zurückgegangen nach Schalke. Jetzt kommt bei uns erstmal Serdar gegen Neumann. Ah, da wollte ich abschießen, aber es gibt den Freistoß. Und da muss es aber auch eigentlich eine Karte geben. Nichts, nicht mal gelb, das verstehe ich nicht. Der war nicht letzter Mann, ja, aber gelb kannst du doch geben. Ich dachte eher, das war auch kein Freistoß. Ne. Da muss ich aber mal ganz early sein. Das war nie und nimmer ein Freistoß. Mehr Ball gespielt als das geht ja nicht. Aber egal, wir haben eine gute Freischussposition jetzt. Wir haben Serdar, ja, unten den weißen Rand, der wird mich nicht stören. Olaru wird das aber machen. Oh, was mache ich denn, ey? Eigentlich ist hier die Schussbahn frei. Eigentlich brauche ich jemanden mit ganz großer Schusskraft. Naja, es ist Olaru. Wir machen das mal mit dem Außenriss. Ich werde mal was probieren. Und zwar ins Torwart-Eck. Reingehämmert. Komm, 3,5 Balken. Olaru, 10. Minute. Und da wackelt die Latte. Schade, schöner Freistoß. Aber so einen richtigen Freistoßschützen außer ihn haben wir nicht. Ich hätte auch über die Mauer schießen können. Das wäre ein Versuch gewesen, aber das funktioniert nicht so gut, glaube ich. Deswegen habe ich es so probiert. Aber egal, weiter geht's. Glatzel. Oh, nee. Das war die falsche Entscheidung, mein Sputzfreund. Aber trotzdem, Glatzel setzt wieder nach. Sehr schön. Genau das brauchen wir heute. Aggressiv, vorne drauf gehen. Genau das sind halt die Gegner. Das, was ich auch immer wieder sage, du musst gegen so Gegner gewinnen, wenn du die Klasse halten willst. Nicht gegen Bayern, Dortmund, Leipzig und so weiter. Da erwartet das niemand. Aber gegen so Gegner, da musst du gewinnen. Da musst du gewinnen. Aber Achtung, Hannover kommt über Derek Köhn. Oh, mit der Hacke, aber wir sind da. Ja, und es gibt auch Abstoß, jawohl. Das offensiv schwächste Team, Hannover. Ja, 17 Spiele, 17 Tore. Müssen ja nicht unbedingt jetzt heute weiter hier die Tore schießen. Gerne in den nächsten Spielen. Bin ich auch sehr offen dafür, dass sie das auch wieder machen, aber jetzt nicht heute unbedingt. So, aber es geht schon mal wesentlich flüssiger und wesentlich, ja, besser als gegen Hoffenheim. Das war ja auch phasenweise sehr, sehr, ja, schwer auch anzugucken. Schwere Kost. Also ich kann es verstehen für jeden, der vielleicht nicht das Spiel ganz geschaut hat, aber so Spiele hat man halt auch, ne? Wir sind halt jetzt nicht hier, ich sag's immer wieder gerne, Bayern oder Dortmund oder Leverkusen oder keine Ahnung, die hier durch die Saison marschieren. Machen die anderen Teams übrigens auch nicht. Aber wir haben halt auch mal solche Spiele mit dabei, ne? So Überraschungssiege und dann halt vielleicht auch mal Spiele, wo du nicht so gut spielst. Dafür sind wir halt Aufsteiger. Dafür machen wir das aber trotzdem richtig, richtig gut. Forbes gegen Neumann. Wie gesagt, dass der nicht mal Geld bekommen hat, ey, nach der Aktion. Also, verstehe einen da, die Schiedsrichterin. Aber trotzdem, es geht nur in eine Richtung. Wir machen das wirklich gut. Wir pressen ziemlich gut. Wir haben das Mittelfeld gut unter Kontrolle. Anders als gegen Hoffenheim, ja. Sagte er und schon kam Hannover über die rechte Seite. Moroja. Da ist die Flanke abseits. Kein Abseits, weil wir wahrscheinlich geklärt haben vorher. Besuschkow. Oha, gibt's den auch noch? Auch mal bei der Eintracht früher gespielt. Serdar muss ran. Oh, Obig, komm, das ist deiner, jawohl. So, es ist aber niemand mehr vorne, beziehungsweise niemand vorne. Glatzel von hinten raus. Forbes, Serdar, ja, schön gemacht. Und jetzt ist er durch gegen Osterhage. Forbes, spitzer Winkel, 31. Das war mal schnell umgeschaltet, sehr schön. Von hinten raus, zack, zack, 2, 3 Stationen. Aber der ist auch Linksfuß, deswegen müsste eigentlich Forbes oder Barco. Ja, ich würde spontan sagen, Barco macht das mal. Weißt du, zum Tor hin. Vielleicht klappt es ja dann. Da kommt Brabeck angeflogen. Und es klappt.
1:0. Ein seltener Torschütze, aber gerade bei Eckbällen oder so generell groß gewachsen. Die sind immer eine Option. Sehr, sehr geil. Schönes Panorama. Wenn die Werbebande nicht wäre, würde man das noch besser sehen. Hier, schöne Ecke von Baku. Hat sich also gelohnt. Und dann läuft er ein. Zack, springt höher als alle anderen. Und dann kommt er auch noch auf. So als Aufsetzer ist er auch immer ganz, ganz blöd zu halten für den Keeper. Egal, Brabeck müsste auch sein erstes Saisontor sein. Natürlich, in seinem 10. Spiel. Als Innenverteidiger schießt er nicht viele Tore. Sehr, sehr schön. Also 1:0 nach einer halben Stunde. Das ist bislang ein Spielverlauf, ja, wie er von mir nicht hätte anders geschrieben werden können, weil das ist genau das, was ich mir erhofft hatte. Und natürlich jetzt direkt das zweite Ding hinterher. Darauf müssen wir spielen, weil ein 1:0, das ist bei mir nie safe. Das Osterhage, ja, der darf hier eigentlich nicht durchkommen. Das ist schon wieder sehr lächerlich, was er hier macht. Da darf er nicht durch, gegen 2, 3 Mann. Ja, wir stehen gut, wir verschieben. Hannover sucht die Lücke wie beim Handball und jetzt haben sie gefunden. Aber Urbich ist dann noch da als letzte Instanz und hält den Ball. Daran hat man auch wieder gesehen, man kann noch so sicher und noch so konzentriert stehen. Wenn die Lücke gefunden werden soll, dann wird sie gefunden. Das ist Wahnsinn. Deswegen muss man noch manchmal ein bisschen hoffen, dass da noch irgendeiner dazwischen geht. Falls es dann doch kurz vorm Gegentor steht. So, Forbes. Hier im Doppelpass. Genau, und jetzt hat er die ganze linke Seite gegen Neumann. Oh, nicht gegen Rücken. Da ist dann auch wieder so Sachen, die passieren halt. Aber trotzdem, wir sind weiter dran. Glatzel, das sieht sehr, sehr gut aus, auch wenn nicht jeder Ball ankommt. Auch wenn wir nicht jedes Ding jetzt hier direkt spielen, so à la Barcelona oder so. Aber es ist okay, wir führen, das ist die Hauptsache. Mir kommt es auch gar nicht darauf an, wie wir hier spielen. Klar, ich will jetzt hier keinen langweiligen Schlafwagenfußball haben, aber ob wir dann hinterher 1:0... Wie sagte Per Mertesacker schön, was wollen sie? Wollen sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden? Und haben aber schön gespielt, also letztendlich zählt eigentlich nur nüchtern das Ergebnis und das spielt bislang für uns. Und wir dürfen auch gerne noch ein Tor drauflegen und zwar über Forbes. Schön gespielt. Vielleicht einer zu viel. Vielleicht hätte Serda schon den Abschluss suchen müssen. Der macht jetzt aber dafür mal die Ecke, oder? Ne, macht Olaru. Der hat gerade schon einen Freistoß gegen die Latte gezimmert. Der darf mal den Eckball hier reinbringen. Auf kämpft der andere Innenverteidiger. Und auch er trifft. Kurz nach der Pause, 48. Da gibt es den Greedy. Den Greedy für die Hannover-Fans. Ja, ein Spiel für die Innenverteidiger. Erst der eine, Brabeck, jetzt der andere. Der Kapitän auch völlig frei, um Gottes Willen. Da stehen zwar 3 Mann um ihn herum, aber mehr so Sicherheitsabstand. So, weißt du, in der Corona-Zeit wäre das noch super gewesen. So 1,50 Abstand. Egal, gut für uns. 2:0. Zu einem guten Zeitpunkt. Ich glaube auch er mit seinem ersten Tor. Ich glaube, er hat auch nicht viel mehr gemacht. Das würde mich jetzt auch überraschen. Nun gut, aber trotzdem weiterhin Fokus. Noch ein drittes Tor nachlegen. Mit einem Anschluss hier ist schon wieder die Spannung zurück. Weil es ja nicht unbedingt sein muss. So, Serda zum Beispiel, der macht das. Oh, verliert da aber leichtfertig den Ball. Achtung, da hat er ihn wieder. Ich weiß gar nicht, wie Hannover spielt. Ist das Fünferkette? Sieht stark nach Fünferkette aus. Oh, Olado, oben kriegt er den hin. Nee, so nicht. Ja, Zieler, komm, Neumann. Ja, sind sie nicht einig. Und vorne Glatzel. Klar, den kriegen wir auch heute bislang noch nicht so in die Partie rein. Also Kempf und Brabeck, die stehlen ihm so ein bisschen die Show. Aber er wird auch noch ein paar Tore machen. Warum nicht? Er darf auch gerne heute nochmal treffen, Glatzel. Aber der wird vorne gut zugedeckt. Momentan, genau wie gegen Hoffenheim, wir haben den nicht so ins Spiel reinbekommen. Er hat zwar seine 1-2 Aktionen gehabt, war auch völlig okay. Und jetzt kommt Barco. Mit Forbes, der müsste eigentlich in die Mitte reingehen. Barco flankt, ja, aber die Flanken, wie kannst du echt vergessen. Ich mache jetzt mal 4-2-3-1, vielleicht klappt das heute dann ein bisschen besser als gegen Hoffenheim.
Da, wie gesagt, daher hätte ich auch 10-mal die Formation umstellen können. Hätte ich Fünferkette, Dreierkette, da hätte ich mich rückwärts oder da hätte ich mich auf den Kopf stellen können und irgendwie mit den Füßen spielen. Da wäre halt nichts gegangen. So ist das halt manchmal. So, Nusa oben, genau. Das sind wieder die Auftaktbewegungen, aber der Ball muss halt ankommen. Und das ist bei Bradley halt nicht möglich, dass er solche Bälle spielt. Oder ich muss sie halt hochspielen. Dann würden sie vielleicht was bringen. Genau diese Dinger hier, die sind's dann. Aufgepasst. Kempf ist da und Busio. So, Nusa, jetzt Bar. Im Doppelpass mit Glatzel. Genau diese Dinger sind's dann. Und dann ist Nusa auch weg, weil der ist schnell. Vorne nur Serda. Wo ist mein zentraler Stürmer? Glatzel, da winkt er schon. Oh, da haben wir jetzt ein bisschen Platz. Über Busio und über Olado. Der hat ja massig Platz. Ja, schade. Aber ihr seht, wenn wir vorne 2, 3 Leute binden, das ist ja utopisch hier, wie Hannover verteidigt. Das ist ja schlecht. Schade, da hat nicht viel gefehlt. Obwohl, ich sehe gerade, die spielen auch 4-2-3-1. Das sieht so nach 4-2-3-1 oder 5-1-2-3-1. Ach, keine Ahnung, ey. Auf jeden Fall sind das, glaube ich, 5 Mann. Auf jeden Fall haben wir das Spiel jetzt hier auf jeden Fall im Griff. Fehlt noch ein drittes, um das Spiel hier endgültig zu entscheiden. Und da sind wir, glaube ich, nicht mehr weit von weg. Serda und jetzt mal Glatzel kommen. Von weitem weg. Von weiter weg. Ja, und Silas somit die ärmste Sau. Ist klar, dass er sich da aufregt. Nee, Busio, waren wir hier Barco? Hat in der ersten Halbzeit schon mal gut geklappt. Warum nicht in der zweiten Halbzeit nochmal? Diesmal, da ist Glatzel als Zielspieler, ja. Mit seinen 1,93 oder was er da hat, ist klar, dass er da rankommt. Ich hätte natürlich, beziehungsweise ich könnte, fällt mir jetzt gerade ein, auch mal unseren Jugendmann hier reinbringen, unseren neuen, und zwar Guzman. Wie gesagt, Wert von 3,567, sowas in dem Dreh, Millionen. Der 17. Bringen wir mal Hato rein für die Innenverteidigung. Jinmama für die Außen, da für Nusa. Und ich bin gespannt auf Guzman, wie der sich spielen lässt. Das wird auf jeden Fall ein richtig guter. Bei dem Wert auf jeden Fall. Müsste schon viel schief laufen, wenn es nicht so wäre. Aber Hannover kommt lieber ernst. Das sieht wieder so unscheinbar hier aus. Weißt du, er weiß nicht, was er machen soll und dann dribbelt er sich doch hier irgendwie durch. Und dann gibt es den Abschluss. Genau, da habe ich immer so ein bisschen Schiss vor, dass die dann irgendwann aufdrehen. Egal, wer das auch ist. Ob das jetzt Hannover ist, ob das Paderborn ist oder Augsburg oder was weiß ich wer. Die drehen dann vom einen auf den anderen Moment, zack, drehen die irgendwie auf. Und du kommst halt nicht verteidigt. Das ist halt Wahnsinn. So, jetzt haben wir Glatzel. Nächste Aktion. Oh, schade. Da war er nicht weit entfernt von seinem ersten Tor für uns. So, das auch wieder. Barco gerettet. Ja, Olado. Und da ist Glatzel. Die Chance in der... Nein, jetzt ist es abseits. Natürlich, jetzt ist er frei durch gewesen. Olado genau im richtigen Moment. Da hat wahrscheinlich nicht viel gefehlt. Okay, doch, der Oberkörper. Guzman wäre auch mitgelaufen. Der hat schon so schnelle, giftgrüne Schuhe. Das sind bestimmt diese EA Sports Schuhe. Diese so in diesem Katalog immer drin haben. Mal gucken, wie er sich spielen lässt. Da ist Guzman. So ganz entspannt. Niemand greift ihn an. Guzman. Ja, warum nicht? Schauen wir mal. Guzman! Willkommen in der Bundesliga. So kann man sich mal anmelden. So kann man mal reinstarten. Sehr schöner Schuss, aber aufgepasst. Hannover kommt. Kempf ist da. Also die haben heute bislang, Gott sei Dank, überhaupt nichts hinbekommen. Nächste Chance wieder Guzman. Forbes, vorne Glatzel drinne. Zweiter Pfosten. Ja, das ist eine schöne Flanke. Und jetzt wird er verteidigt. Jetzt macht er schon mal den richtigen Laufweg. Die Flanke war auch eigentlich ideal und dann sowas. Mal gucken, Guzman, der hat gerade schon mal richtig gut schießen können. Was ist das denn? 3-0. Guzman. Merkt euch den Namen. Mit Trikot in der Hose, die 36 grün-schwarze EA Sports Schuhe, die sind's einfach. Leck mich am... Also, Wahnsinn. 29 Meter, dann haut der so ein Ding da raus, schon wieder. Der erste ist ja an der Latte gelandet. Ist ja Wahnsinn, unfassbar. Dafür mal einen Daumen nach oben, dafür mal ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, weil hier gibt's auch ab und zu mal solche Traumtore und das ist für das Spiel natürlich ein sensationeller Schlusspunkt. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken in der Wiederholung.
Das ist ja unfassbar. Rodrigo Guzman. Der kann jetzt eigentlich schon wieder aufhören mit Fußballspielen. Dann hat er ein Spiel und ein Tor. Dann hat er eine 100% Quote. Naja, auf jeden Fall unterm Strich hochverdient. Hochverdienter Sieg gegen Hannover. Allein schon aufgrund des Traumtores gerade. Wir setzen uns oben fest, starten gut in die Rückrunde rein. Haben schon mal wesentlich besser gespielt als gegen Hoffenheim. Und wenn das so weitergeht, also so vom Spiel her und von den Traumtoren her, dann haben wir auf jeden Fall eine Menge Spaß hier in der Rückrunde. Also schauen wir nochmal gemeinsam drauf. Erst der Abschlag von Zieler, dann hier der Ballgewinn und dann hat er natürlich auch zu viel Platz, Guzman. Der hat beim ersten Mal schon richtig geil geschossen. Der hatte eine sehr, sehr merkwürdige Flugbahn. Da ist er leider gegen die Latte gegangen. Aber wer mit 17 Jahren so einen Schuss knapp 30 Meter raushaut und der fliegt und der wird immer länger und da kann Zieler auch nichts machen. Da kann er mit rechts, da kann er mit links auch rübergreifen. Das ist ein Traumtor. Direkt unter die Latte. Hat er sogar noch die Latte hier oben berührt? Nee, ich glaube nicht. Also das Tor muss er sich einrahmen. Ehrlich, das würde ich 10.000 Mal, würde ich mir jeden Morgen auf dem Handy mal angucken. So kann man mal seine Karriere starten und wenn er sich weiterhin so entwickelt, dann haben wir in der Rückrunde auch noch, glaube ich, richtig viel Spaß an dem Jungen. Ja, Wahnsinn. Also Bayern gewinnt ganz knapp, Dortmund nur unentschieden, Hoffenheim gewinnt. Das ist ja auch gut für uns, wenn so die vorderen Teams nicht gewinnen, dann kommen wir ja auch näher ran. Das ist ja der Witz an der Sache. Jetzt haben wir 32 Punkte und das Stadtderby steht vor der Tür. Oh, Wahnsinn. Gut, 4 Punkte Vorsprung. Leverkusen spielt noch, aber das sind mal Aussichten. Mainz kann auch noch auf 3 Punkte rankommen. Wir spulen nochmal vor. Danach Pokal. Oha, also wir haben jetzt ein bisschen was vor uns. Ragnar Ache und Wilfried Gnonto waren auch noch 2, die ich auf der Liste hatte. Ich glaube, Ragnar Ache wäre auch geil gewesen. Der ist zwar nicht ganz so groß wie Glatzel, bisschen schneller vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir uns den auch holen können. Warum nicht? So 3,1 Millionen ist ja eigentlich wie auf dem Silbertablett serviert. Jetzt nachdem wir auch Ouedraogo abgegeben haben. John Duran, den werden wir uns nicht leisten können. Ich gucke mal, Wilfried Gnonto. Ja gut, das war auch ein bisschen blöde Idee, glaube ich, von mir. So Harto, aber Royal Antwerpen, wen bieten die uns denn? Anthony Valencia, ist das der? Valencia, rechtes Mittelfeld. Harto, nee. Lehnen wir mal ab. Aber Ragnar Ache hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Warum nicht? Ich mache mal hier Anzeigen, dann gucken wir mal, wie viel wir übrig haben. Warum nicht? Zur Not leihen wir uns den, wenn das geht. Leihe vorschlagen? Nee, geht nicht. Ach, der ist in einem halben Jahr umsonst. 2,6 Millionen. Wir gehen mal rein in die Verhandlung. Ich versuche mir den mal zu holen, so als kleinen Backup für Glatzel, weil dann können wir den mal jetzt wirklich fest immer auf den Flügeln einsetzen. Für Forbes oder für Nusa. Er hat einen Marktwert von 3, was war da? 2,6 glaube ich war da zuerst. Oder wir machen mal 2,7. Wahrscheinlich auch wieder viel zu viel, was ich hier biete. Oh nee. Das ist ein faires Angebot. Die denken sich, Mann, der ist dumm. Wir hätten den auch für weniger verkauft, aber da ich ja so geil bin in den Verhandlungen, dann können wir das mal machen. Ich bin gleich gespannt, was ich für eine Bewertung kriege. Das ist ja wirklich krass. So. Ja, immer dieselbe Location. Ich möchte nicht wissen, wie verfault diese Birnen da sein müssen. Oder der Pfeffer. Die sind seit zig Jahren, sind die da drinne. Die werden halt einfach nicht benutzt. So, das ist Rotation, würde ich sagen. Ne? Ja, Rotationsspieler machen wir mal. Ja, möchte aber eine wichtige Rolle haben. Das ist nicht akzeptabel. Okay. Machen wir nochmal Gegenangebot. Vielleicht Perspektivspieler, der ist 26. Das kannst du jemand machen, der mit 20. Die anderen sind zu schlecht. Naja, akzeptieren wir mal. Okay, mal gucken. Ich kann ja auch immer mal wechseln, so Spiel für Spiel. Man war, 5 Jahre, ist ja auch egal. Mindestens für die Rückrunde, genau. Freigabesumme, ja, meinetwegen. So, jetzt kommt natürlich die Gehaltsforderung. Da machen wir nicht ganz so viel. Wir machen mal 14.000 und ein bisschen Einstiegsbonus. Also 30.000. Ich hoffe, dass das okay ist. Ah, die möchten ein bisschen mehr. Ja, ist okay. Komm, drauf geschissen. Mehr Einstiegsbonus. So, Ragnar Ache, Ersatzstürmer oder ein Backup-Stürmer für Glatzel. Ich glaube, der hat auch nochmal eine ganz andere Sprungkraft. Das ist nochmal ein bisschen schneller. Der ist dann so einer für die letzten 15 Minuten vielleicht nochmal, 20 Minuten. Ist auch geil, dass der Mitarbeiter hinter dem Tresen so ein gefaktes EA Sports Trikot gerade getragen hat. Ne? Also das, was man sonst, glaube ich, bei Beer Pro hatte. Preisbewertung, ja, C ist okay. Ich hatte auch schon mal ein F. Aber ist doch eigentlich okay, oder? Gesamtwert hat auch eine 72, also ist nicht viel schlechter als Glatzel und auch nicht viel besser als ein Jinma. Von daher ist das so einfach nochmal auf dem Silbertablett mitgenommen. Ich glaube, dass er uns auch noch helfen wird. Also so als Ersatz
den kann man mal auf der Bank haben, denn es ist ja demnächst auch wieder DFB-Pokal. Wir haben zwar auch Brian Lasme, aber Lasme, den könnte man dann auch noch mal, weiß nicht, auf den Flügel einsetzen. Oder kannst auch Ragnar Ache auf den Flügel einsetzen. Also ich persönlich, ich mach das. Guck mal, was der noch spielen kann. Gut, der ist schneller auf jeden Fall. Der hat 86 Tempo, Glatzel hat 66 mit dem +2. Physis hat er 75, also der kann sich auch durchsetzen. Was hat er hier? Guck mal, großen Antritt, Sprungkraft von 95, ey. Das heißt, er steht quasi in der Luft mit seinen 1,83. Den würde ich auch hier direkt auf die Bank tun. Eigentlich, für Lasme oder für einen Jinma. Ich mache erstmal für Lasme. Wie gesagt, wir haben DFB-Pokal, da will ich auch die Chance nutzen und möglichst weiterkommen. Ne, Thema englische Woche. Also ich glaube, ich werde jeden brauchen. Das ist halt sehr, sehr krass. Ja, Osasuna will den unbedingt haben. Nee, ich brauche Hato. Ich brauche auch Hato für die Rückrunde. Das ist halt das Dilemma. Jetzt haben wir schon mal einen halbwegs guten Kader zusammen. Jetzt wollen die anderen Teams uns die hier alle wegholen. Aber es ist, wie es ist. Was willst du machen? So, wir spulen mal vor gegen Union. Ja, wir haben auch einen richtig gut gefüllten Januar hier. Also jetzt DFB-Pokal, Viertelfinale. Dann Frankfurt, Leipzig, Gladbach dann, Tabellenführer. Ja, könnte man auch mal schlagen zu Hause. Warum nicht? So, ein letzter Blick noch auf die Tabelle. Dann entlasse ich euch für dieses Video. Also Gladbach 4 Punkte Vorsprung. Dann dahinter ultra spannend. Dahinter auch mega. Abstiegskampf auch. Union ist 17. Okay. Stadtderby. Ich bin gespannt, wer die Nummer 1 in Berlin ist. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Natürlich für dieses absolute Traumtor. Für Ragnar Ache. Kostenloses Abo, wenn ihr die Rückrunde nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns wieder beim Stadtderby an der Alten Fürsterei. Macht's gut. Ciao, ciao.